Hallo zusammen und herzlich willkommen zum heutigen Video. Ich wurde vor kurzem unter einem meiner Videos gefragt, ob ich nicht ein Video dazu machen könnte, wie man 3D-Objekte zeichnen kann. Deswegen zeige ich euch im Video heute, wie ihr auch als Anfänger einfache geometrische 3D-Objekte zeichnen könnt. Anfangen tun wir dafür mit einer Kugel. Um eine Kugel zu zeichnen, müsst ihr zuallererst einen zweidimensionalen Kreis zeichnen. Damit dieser Kreis jetzt dreidimensional aussieht, müssen wir mit Schatten arbeiten. Um herauszufinden, wo der Schatten logischerweise platziert werden muss und wie dunkel der Schatten an welchen Stellen ist, muss man sich zuallererst überlegen, wo sich die in diesem Fall imaginäre Lichtquelle befindet. Denn ohne Licht gibt es auch keinen Schatten. Bei allen Objekten gibt es zwei verschiedene Arten von Schatten. Einmal der Schlagschatten und einmal der Eigenschatten. Der Schlagschatten ist der Schatten, den man auf dem Boden sieht, wenn man zum Beispiel bei untergehender Sonne auf der Straße läuft. Oder in dem Fall von der Kugel ist der Schlagschatten der Schatten, der auf dem Boden durch die Kugel zustande kommt. Also der Bereich auf dem Boden, der kein Licht abbekommt. Der Eigenschatten ist der Schatten, den man auf dem Objekt selbst sieht, der durch Wölbungen, Texturen oder das Objekt selbst entsteht. Um jetzt den Schatten einzuzeichnen, müssen wir schattieren oder schraffieren. Schraffuren eignen sich besonders dann gut, wenn man keinen Bleistift zur Hand hat und somit nicht verwischen kann. Es gibt viele verschiedene Möglichkeiten zu schraffieren, wobei die normale Kreuzschraffur die wahrscheinlich bekannteste Möglichkeit ist. Ich persönlich schattiere lieber, egal ob ich die Linien und Flächen hinterher verwische oder nicht. Zum Schattieren reicht ein einfacher Bleistift. Ich habe hier einen 0,5 mm HB Druckbleistift von Faber-Castell genommen, aber ihr könnt einfach irgendeinen Bleistift nehmen, den ihr zur Hand habt. Wenn ihr euch das Leben ein bisschen einfacher machen wollt, nehmt am besten einen oder auch mehrere etwas weichere Bleistifte zwischen 2B und 8B. Die lassen sich im Nachhinein besser verwischen. Zum Verwischen könnt ihr entweder einen Papierwischer, ich weiß leider den Profi-Ausdruck dafür nicht, oder auch ein Wattestäbchen benutzen. Ihr könnt natürlich auch euren Finger nehmen, allerdings ist dabei die Gefahr, dass ihr euer Papier versaut, ziemlich groß. Wenn ihr an einem Video zu den verschiedenen Möglichkeiten zum Schattieren und Schraffieren interessiert seid, lasst es mich doch in den Kommentaren wissen. Um jetzt unsere Kugel zu schattieren, fülle ich den Kreis zuerst gleichmäßig mit Bleistift aus und fange dann an den Stellen, an denen Schatten sein sollte, öfter mit dem Bleistift drüber zu gehen. Seid da ruhig vorsichtig und geduldig. Es ist einfacher, noch ein paar Mal mit dem Bleistift drüber zu gehen, anstatt die Fehler auszuradieren. Wie ihr sehen könnt, habe ich auch am unteren Rand der Kugel eine etwas hellere Fläche gelassen. Das liegt daran, dass das Licht, das an der Seite der Kugel vorbeigeht, vom Boden reflektiert und wieder auf die Kugel geworfen wird. Wenn die Kugel fertig ist, seht ihr auch noch, wie ich kleine Pfeile einzeichne, um das zu verdeutlichen. Auch einen Schlagschatten habe ich noch eingezeichnet. Hierbei müsst ihr darauf achten, dass der Schatten an der Stelle, an der die Kugel auf den Boden aufliegt, am dunkelsten ist und nach außen hin immer heller wird. Der Schlagschatten hat auch sehr weiche und verschwommene Kanten. Die Richtung vom Schlagschatten wird auch wieder dadurch bestimmt, wo die Lichtquelle herkommt. Lasst euch nicht entmutigen, wenn es nicht gleich beim ersten Mal klappt, das braucht ein bisschen Übung.
Ich hoffe, euch hat mein Video zum Thema 3D-Objekte zeichnen gefallen und auch ein bisschen weitergeholfen. Wenn ja, dann würde ich mich sehr über einen Daumen nach oben, einen Kommentar oder auch ein Abo freuen. Ansonsten sehe ich euch beim nächsten Mal.